Hast du dich schon mal gefragt, warum manche Menschen essen können, was sie wollen, ohne zuzunehmen, und andere nehmen scheinbar schon vom Hinsehen zu? In diesem Video erkläre ich dir warum und welche Rolle deine Gene dabei spielen. Wenn du 2000 Kalorien isst, aber nur 1500 Kalorien verbrauchst, musst du um 500 Kalorien zunehmen. So logisch und nachvollziehbar klang bisher die Ernährungslehre. Die Tatsache, dass manche Menschen aber viel mehr Kalorien essen, als sie verbrauchen, ohne zuzunehmen, zeigt uns aber, dass diese Logik schnell an seine Grenzen stößt. Besonders da dieser Effekt nur manche Menschen betrifft, lässt eine relevante Rolle der individuellen Gene vermuten. Und tatsächlich haben wissenschaftliche Studien genau das untersucht. Warum nehmen manche Menschen durch bestimmte Kalorien zu und andere nicht? In diesem Video tauchen wir tief ein in die Forschung über Übergewicht, Kalorien und Strategien, um überschüssige Pfunde wieder loszuwerden. Also pass jetzt gut auf. Im Jahr 2003 hat ein Wissenschaftler ein sehr interessantes Experiment durchgeführt. Und nur zur Information, ich vereinfache die Experimente in diesem Video, um sie verständlicher zu machen, aber das Grundprinzip der Studien bleibt gleich. Er hat also 720 Studienteilnehmer rekrutiert, die bei seinem Experiment teilnehmen sollten. Die Teilnehmer bekamen die Anweisung, zusätzlich zu dem, was sie schon essen, noch zusätzliche Kalorien in Form von Fett zu sich zu nehmen. Und es wird dich nicht überraschen, was passiert ist, die Menschen haben zugenommen. Aber nicht so schnell. Es haben nur manche zugenommen, nicht alle. Die Glücklichen haben trotz des Überschusses an Kalorien nicht zugenommen und ihr Gewicht gehalten. Aber warum ist das so? Warum nehmen nur manche Menschen durch Fettkalorien zu und andere nicht? Die Wissenschaftler hatten eine Theorie, und zwar, dass das FABP2-Gen dafür verantwortlich sein könnte. Das Gen hat nämlich eine besondere Funktion. Isst eine Person eine fettreiche Mahlzeit, gelangt dieses Fett in den Darm. Der Darm denkt sich nun, super, daraus kann ich Energie machen, Zellwände bauen und so weiter. Und beginnt das Fett in den Blutkreislauf aufzunehmen. Das geht eine Weile so weiter, bis sich plötzlich das FABP2-Gen einschaltet. Die Funktion des Gens ist nämlich, dem Darm nun zu sagen, danke, aber jetzt ist es genug. Und plötzlich wird die weitere Fettaufnahme aus dem Darm blockiert und das restliche Fett bleibt im Darm und landet am Ende in der Toilette. Dieses Gen geht also sicher, dass wir nur so viel Fett aufnehmen, wie wir auch brauchen. Und der Rest wandert einfach durch den Darm und wird nie aufgenommen. Das Kalorienzählen funktioniert also hier nicht, denn nur manche der Kalorien, die ein Mensch schluckt, landen auch im Blutkreislauf. Jetzt haben wir also die Erklärung, warum manche in der Studie nicht zugenommen haben. Sie haben wegen ihrer Genen das überschüssige Fett, das sie gegessen haben, einfach gar nicht erst aufgenommen. Aber was ist mit den Menschen, die zugenommen haben? Hier haben die Wissenschaftler was Interessantes gefunden. Und zwar einen Gendefekt im FABP2-Gen. Bei diesen Menschen landet also das Fett wieder im Darm. Aber das Aufnahmeregulierungsgen ist defekt und kann seine Funktion nicht erfüllen. Dem Körper fehlt also das Signal, danke, jetzt ist es genug. Und die Konsequenz? Der Darm nimmt fleißig das Fett auf, so lange, bis alles im Blutkreislauf gelandet ist. Und das überschüssige Fett speichert er vorsichtshalber in den Fettpölsterchen für magere Zeiten. Die Person nimmt dadurch an Körpergewicht zu. Du siehst also, Fettkalorien wirken nicht bei jedem gleich. Aber vielleicht fragst du dich, aber es gibt ja auch noch andere Kalorien in der Nahrung. Was ist mit den Kohlenhydraten? Ein anderes Forschungsteam hat ein ähnliches Experiment wie das zur Fettaufnahme gemacht, aber diesmal mit Kalorien aus Kohlenhydraten. Sie haben 313 Personen mehr Kohlenhydrate zu essen gegeben und beobachtet, was geschieht. Wieder gab es Menschen, die wie erwartet zugenommen haben, aber auch Menschen, die trotz dem Plus an Kalorien nicht an Gewicht zugenommen haben. Diesmal war ein anderes Gen dafür verantwortlich, das definierte, ob die Menschen durch Kohlenhydrate zugenommen haben oder nicht. Jetzt kommt das ADRB2-Gen dran. Hier ist es anders als bei Fett. Hier wird nicht die Aufnahme blockiert, sondern das Gen führt auf einem anderen Weg dazu, dass die Kohlenhydrate verwertet und die überschüssigen Kalorien nicht als Fett gespeichert werden. Das Gen schützt uns also vor dem Zunehmen durch zu viele Kohlenhydrate. Aus diesen Studien haben wir also gelernt, dass manche Menschen durch Fette zunehmen, aber nicht durch Kohlenhydrate und andere genau andersherum nur durch Kohlenhydrate zunehmen und gegen zu viel Fett geschützt sind. Tatsächlich kennen wir in der Wissenschaft schon mehrere Gene, die die Empfindlichkeit zu Fett oder Kohlenhydraten beeinflussen können. Es sind also auch mehrere Stufen dazwischen möglich. Übrigens gibt es noch einen dritten Kalorienlieferanten, das Eiweiß. Allerdings scheinen Eiweißkalorien auf uns alle gleich zu wirken und es gibt hier keine bekannten genetischen Unterschiede. Bei der Charakterisierung des Ernährungstyps sind also die individuellen Unterschiede zwischen Fett- und Kohlenhydratempfindlichkeit entscheidend. Wie wir auf Fette oder Kohlenhydrate mit unserem Körpergewicht reagieren, wird uns also mit unseren Genen in die Wiege gelegt. Bis wir unsere Gene reparieren können, bleibt uns also nichts anderes übrig, als auf unsere Ernährung zu achten.